Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 6 Themenvideo und vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Ihr seid die Besten. Ich bin ja in einem früheren Video schon einmal recht intensiv auf alle Termine, die uns bis zum Release von Battlefield 6 bzw. Battlefield 2021 oder, sollte man den Leaks glauben, einfach nur Battlefield eingegangen und möchte heute nochmal ganz konkret mit euch über den bevorstehenden Reveal-Trailer sprechen. Wie immer sind alle Einzelkapitel in der Videobeschreibung für euch verlinkt und bevor wir jetzt in das Video rein starten, vergesst nicht ein Abo dazulassen, wenn ihr keine weiteren Videos zu Battlefield-Content mehr verpassen wollt. Vielen Dank für euren Support und bevor ich es vergesse, wir werden natürlich auch noch ein paar steile Thesen raushauen. Also, lasst uns reinstarten. Zunächst wollen wir natürlich erstmal wissen, wann kommt denn jetzt dieser Reveal-Trailer? Und in der Folge, was haben wir dann davon zu erwarten? Erstmal zum Termin, dafür reisen wir kurz as always in die Vergangenheit und checken mal die Termine zu Battlefield 1 und Battlefield 5, ganz einfach, weil es die letzten beiden Spiele waren. Da blende ich euch die entsprechenden Screenshots jetzt mit ein, und zwar Battlefield 1 ist bereits am 6.5.2016 der Reveal-Trailer erschienen und davor natürlich auch ein kleiner Teaser. Und bei Battlefield 5 war es ein bisschen später gelagert, nämlich der 23.05.2018. Ist ein Reveal im Mai, also wahrscheinlich zu 99,9% definitiv, Leute. Also ich bin mir fast zu 1000% sicher. Passt jetzt von den Zahlen natürlich auch wieder nicht zusammen, aber da wird definitiv was kommen. Es ist nur die Frage, wann genau. Jetzt lasst uns mal versuchen, das Ganze einzugrenzen. Der nächste EA Conference Call, also der Financial Report und ja, Geschäftszahlen, bla bla bla, Aktionäre informieren und so weiter, findet am 11.05. statt. Und wir wissen auch, dass vor dem eigentlichen Reveal-Trailer normalerweise ja nochmals ein kleiner Teaser eingestellt wird. Und von daher können wir davon ausgehen, dass das definitiv entweder davor oder danach der Fall sein wird. Also es gibt sogar von Tom Henderson auf einer Skizze, die er auf Twitter geteilt hat, da einen kleinen Hinweis. Das Ganze behandeln wir aber ein bisschen später in dem Video. Also mal gucken. Was denkt ihr denn dazu? Meint ihr, es kommt eher vor dem 11.05. oder nach dem 11.05.? Packt mir das an der Stelle ganz gerne mal in die Kommentare. Und ich würde auf jeden Fall sagen, nachdem die E3-Messe dieses Jahr bereits Anfang Juni stattfindet, nämlich am 12.06. Und wir wissen ja, zu einer E3 oder zu einer Messe, da soll es dann eigentlich auch schon mal um Gameplay gehen. Es soll dann wahrscheinlich auch einen erweiterten Trailer geben. Man kann das Ganze ein bisschen antesten. Vielleicht gibt es zu dem Zeitpunkt auch schon eine Alpha. Wir wissen es noch nicht genau, aber das Ganze bestätigt einfach auch noch mal mehr, dass Mitte Mai auf jeden Fall der Reveal stattfinden wird. Da bin ich mir absolut sicher. Für alle weiteren Termineinschätzungen bzw. ja, kleine Guideline bzw. Meilenstein bis zum Release von Battlefield 6 empfehle ich euch nochmal mein Video, das ich ja dazu schon gemacht habe. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung und findet ihr auch in der Infobox. Also gerne mal abchecken und ein Like natürlich da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um den eigentlichen Reveal-Trailer bzw. was können wir davon erwarten, davon erwarten. Und ja, was haben wir denn schon so an Leak-Material, was uns ein bisschen ein Frame zeichnen könnte, um was es da gehen wird? Ich bin mir sicher, ihr verfolgt ja auch selber Twitter, beziehungsweise habt das mitbekommen, was insbesondere Tom Henderson da alles gedroppt hat die vergangenen Tage, beziehungsweise, ja, Wochen kann man jetzt noch nicht sprechen, aber die vergangenen Tage. Also, und ihr wisst ja, wenn man einem Leaker Glauben schenken darf, dann ist es meiner Einschätzung nach oder auch viele andere Einschätzungen nach Tom Henderson. Er hat unter anderem auf seinem Channel einige Skizzen und Fanarts geteilt. Die ganzen möchte ich jetzt mal mit euch durchgehen. Wir werden das Ganze ein bisschen gemeinsam interpretieren und mal schauen, ob wir hier irgendwelche Ableitungen für den Reveal-Trailer treffen können. Ihr dürft an der Stelle natürlich gerne mitdiskutieren und das Ganze einfach mal in die Kommentare packen. So, let's go, Leute. Wir wollen jetzt einfach mal mit der Übersichtsskizze starten und zwar beginnen mit Clear Sky, also logischerweise klarer Himmel. Da sollte alles möglich sein, was man in dem klaren Himmel so machen kann. Flugzeug fliegen, Helikopter fliegen, Flugzeuge sehen und abschießen, Raketen starten, etc. Da gibt es nicht sonderlich viel zu sagen. Dann sehen wir aber zur Rechten auch schon den Storm Rolling In bzw. Storm Incoming oder whatever man das bezeichnen kann. Da gibt es natürlich schon ein paar Sachen, die man dazu sagen muss, weil wir wissen ja, oder gibt ja auch mehrere Vermutungen, dass nicht nur
durch Waffenzerstörung sich Maps verändern können, sondern eben auch durch Naturkatastrophen. Und das Ganze sieht man da ganz deutlich und ich würde behaupten, das kann sich nicht nur auf eben Zerstörungen auswirken, sondern es können sich zum Beispiel auch die Sichtverhältnisse verändern durch so einen Sturm oder es kann auch das Gameplay beeinflussen. Zum Beispiel, wenn dieser Sturm reinkommt, können keine Helikopter starten oder die Flugzeuge können nicht durch den Sturm fliegen, sondern können maximal am Sturm vorbei oder über dem Sturm fliegen, was natürlich dann auch den Aktionsradius von Flugzeugen auch beeinflussen würde. Infanterie muss sich in Gebäuden verstecken oder kann nur in sehr schwer gepanzerten Fahrzeugen zum Beispiel vorrücken. Keine Ahnung. Ich bin da auf jeden Fall mal sehr gespannt und ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Shoutout an YouTuber-Kollegen Suxay. Wenn ihr bei dem mal vorbeischauen wollt, der hat auch immer sehr, sehr spannende Theorien und ganz geile Interpretationen zu solchen Themen. Verlinke ich euch an der Stelle auch in der Videobeschreibung. Und wir gehen mal über in der Zwischenzeit zum nächsten Punkt. Und zwar seht ihr auf der Map ja auch gekennzeichnet Planes, beziehungsweise nicht gekennzeichnet auch Helikopter. Da würde ich sagen, das deutet auch nochmal ganz auf ein modernes Setting hin. Und bestätigt für mich auch so ein bisschen die Annahme, die ja schon getroffen wurde, dass wir ein Setting in circa 10 bis 15 Jahren in der Zukunft erhalten werden. Was wir jetzt noch nicht en Detail aufgegriffen haben in diesen Skizzen, das sind die Raketenabschussrampen. Was sollen die da, beziehungsweise welche Funktion könnten die haben im späteren Spiel, beziehungsweise auch was können sie uns im Reveal-Trailer bereits zeigen. Also ich könnte mir vorstellen, das könnte vergleichbar mit einem Spielmodus sein, zum Beispiel Rush, wo man eben Ziele angreift bzw. sprengen muss oder Vorposten in Battlefield 5. Könnte auch ein Hinweis ganz einfach für Reinforcements sein, also eine Erweiterung bzw. Verbesserung zur V1-Verstärkung. Allerdings kann das Ganze auch einfach unabhängig davon wetterungsbedingt bzw. abhängig sein. Zum Beispiel im Extremfall die Map-Zerstörung durch eine Naturkatastrophe kann der Sturm rollt in, ja, macht die Raketen platt, die explodieren am Boden, kann das Ganze dann nochmal zerstören, was mich ein bisschen wundert. Ja, aber jetzt kommen wir mal wieder zu einem sehr weit hergeholten. Ihr dürft mich gerne dafür fronten in den Kommentaren beziehungsweise eure Meinung dazu abgeben. Wenn ich sagen darf, okay, wir befinden uns jetzt in Battlefield, also in einem Kampfszenario und wir gehen jetzt davon aus, das sind Trägerraketen, die ja irgendwelche Sprengköpfe beinhalten sollten. Also Punkt 1 ist schon mal, wenn ich einen Incoming Storm sehe, ich meine, modernes Militär hat ja Wetteraufklärung, bla bla bla, unter welchem Grund sollte man dann Raketen an Abschussbasen positionieren? Das wäre schon mal Punkt 1, ist aus Sicht von Wetter etc. schon mal Quatsch. Also da können gerne Raketenabschussrampen stehen, aber die sollten dann eigentlich nicht mit Raketen bestückt sein. Und Punkt 2 ist ja eigentlich, wenn wir erinnern uns jetzt mal an Cold War Szenarien beziehungsweise an etliche Filme oder vielleicht war der eine oder andere ja auch mal bei der Bundeswehr. Erinnert euch mal, also kampfbestückte Trägerraketen, wo die abgeschossen werden, beziehungsweise wo die gelagert werden. Also da findet sehr, sehr viel unterirdisch statt. Es wird sehr, sehr viel auf mobile Abschussrampen gesetzt, weil man einfach verhindern muss, dass der Gegner bzw. der Feind eure Trägerraketen nutzt, um die natürlich in euren Basen explodieren zu lassen, indem man ganz einfach nur auf die schießt. Also es ist eigentlich nicht sonderlich realistisch, dass so ersichtliche Abschussrampen von Raketen mit Sprengköpfen ganz für jeden erkennbar da irgendwo in der Prärie rumstehen. Ja, das sind irgendwelche unterirdischen Silos oder whatever. Jetzt kann man natürlich auch wieder ganz weit ausholen und könnte fragen, ja okay, vielleicht sind das Trägerraketen, die gar keine Sprengköpfe beinhalten, sondern nur der Aufklärung dienen oder vielleicht sogar Zivilpersonen ins All bringen sollen. Ja, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber was ich mir schon vorstellen könnte, ist zum Beispiel, dass mit diesen Trägerraketen keine Sprengköpfe transportiert werden sollen, sondern eher Satelliten, um Aufklärung oder whatever da zu machen. Ja, steile These, ich weiß, aber was willst du machen?
man muss sich ja auch ein bisschen was ausdenken. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, die Zeichen verdichten sich, Leute, und immer mehr Theorien greifen ineinander und machen aus meiner Sicht auch ziemlich Sinn. Das heißt für mich, der Hype-Train, der hat auf jeden Fall nochmal ordentlich zusätzlich Fahrt zugelegt und der Mai wird definitiv spannend und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, wenn mal Schluss ist mit den Leaks, mit den Vermutungen. Ich meine, macht Spaß, keine Frage, aber ich freue mich auf den offiziellen Stuff von EA, DICE und wenn wir wissen, okay, wenn es von denen gedroppt wird, dann ist es auch wiederum 99,9%ige Wahrheit, weil was dann im finalen Spiel umgesetzt wird, das muss man dann nochmal sehen, aber dann ist es auf jeden Fall offiziell. So, jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder auf dem aktuellsten Stand und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich über ein dickes, fettes Like von eurer Seite. Wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif. Bis dahin, euer A-Team.